So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir befinden uns aktuell in der dritten Folge und sind zurück in Woodman's Lee, denn es gibt anscheinend einen Gärtner, obwohl uns die gute Frau von dem Verstorbenen mitgeteilt hat, dass es gar keinen Gärtner gibt und ihr Mann sich alleine um den Garten gekümmert hat. Und wir müssen jetzt die Werkzeugkiste finden, wo auch immer die sich befinden mag. Er hat sie auf jeden Fall versteckt. Jetzt nur die Frage, wo. Er kann ja nämlich überall sein. Wir können natürlich auch erstmal die Frau fragen, sagen, hier, warum haben Sie uns angelogen? Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Zugang zum Gartenwerkzeug. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Okay, jetzt bin ich gespannt you, wie ein Flitzebogen. Let's see what could be hidden here. Ein Kürbis. Aber auch sehr gefährlich, hier das Feuer anzulassen, ne? Schuppenboden, Holzboden, wurde verschoben. Loses Brett. Achso, muss mal Tee öffnen. Ja, gut. Ah, die Blechkiste. Ach nee, das ist die Holzkiste. Let us see what is in this Ach, box. Gottes Willen. Ja, ne? Das ging ja einfach. Habe ich mir schon mal vorgestellt. Bündel Briefe. Darf ich mir wieder alle vorlesen? Letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Hat mich aber nicht gewundert. Mein geliebter Liam, solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich danke dir vom tiefsten Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist ein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Er macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um mich. Aha. So. Sie und Liam Hurtley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done.
You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Ich nehme das nicht ganz so ab. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Nicht so wirklich. Judith Carys Geständnis, Judith Carys Brief. Verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Cary so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Cary gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Cary. Wir lassen jetzt mal in Ruhe weinen. Oh, ja. So, Wiggins, mal gucken, ob er jemanden ausfindig machen konnte. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Hooch, Patents, Matrose James Lancaster, Steuermann Patrick Cairns, Harpunier, Rolf Talbot, Matrose John York, Smoocher, Pablo Coventrao, Harpunier, vor einer Woche verstorben. Oh, der Arme. Oh. Nein. This is interesting. Oh. Let us review the other sailors now. This is interesting. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are jetzt verstehe ich. EC, Oh. the same initials that were found on the tobacco pouch. Ach so, meine, war das, ach so, ja. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Einige Zeit We später. found Patrick Cairns. Natürlich Good haben job, sie. Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Ach Gott, der Arme, wollte mich am liebsten adoptieren. Was? Warum machen Sie hier nichts? What should we do next, Holmes? Du kannst mit zu mir kommen. Also mir bei meinen ganzen Sachen helfen. Harpunier, okay, gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ja stimmt, wir können den noch befragen. Den lieben Hurtley. Ach nein, ist das schon wieder. Da kriege ich Kopfschmerzen davon. Wirklich. Hallo. I'm not saying another word. Ach so. Ich muss irgendwas herleiten. Was? Was war jetzt mit... Na gut. Haben es verflirt, dass es bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlos Gespräch im Brief hinaus. Liam Hurtley hat Judith Cary so sehr geliebt, dass er Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Ja, vielleicht. Ne? Ja, genau, Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Cary gab ihm ein Motiv für den Mord an Peter. Wollen wir jetzt mit ihm reden? I'm not saying... Ja, okay, nicht. Peter Cary raucht nicht, Patrick Cairns. Er könnte rauchen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Kane gehört, zeigt, dass er am Tatort war, aber das muss erst bewiesen werden. Okay. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Was sagst du mir jetzt? Er muss wieder zurück. Oh, sie ist wieder zurück. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, ein Glück. Er liest gefühlt nie. Der guckt nur kurz rein und dann guckt er woanders hin. So. Ach so, nee.
Freizeitanzug, dunkler. Sieh mal an. Genau. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Ja. Noch Brille. Was so einen schönen Bart. Guck mal, Sherlock Holmes. Now I can approach Cairns. So. Gehen wir ganz schnell dorthin. Ha. Hallo. Ach, Mutter Monika Boy ist wieder am Start. Waren wir nicht hier schon mal? Die kenne ich doch aus der Lestrade, wenn es die gewesen ist. Oder war es das Wespennest? Und das sieht auch sehr wichtig aus. Richtig wichtig sieht er aus. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Wirklich, betrachten Sie den Gesichtsausdruck von Peter Crane, um seine Aktion zu erkennen und dann mit warten und reagieren entsprechend darauf. Achten Sie auf Ihre... Ach du Heilige. Das hasse ich ja. Ach nee, doch, das ist seine. Warte. Wie soll das denn funktionieren mit meiner nicht vorhandenen Ausdauer? Ja, wirklich, wie soll das denn funktionieren? Komm doch, was ist das für ein scheiß Minispiel? Ganz ehrlich, das habe ich schon bei Devil's Daughter gehasst. Hier, ja, komm, ich überspringe was hier. Ja, das ist sinnlos, weil ich krieg das nicht hin. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Nö. Charakterprofi, guck mal, der ist sich schon echt verliebt uns an, ne? Ich glaube, der mag uns heimlich. Goldener Ohrring. Der Strickpullover. Seemanns Tätowierung. Seemanns Hände hat er auch. Gelbe Fingernägel. Ah, bestimmt vom Rauchen. Boah, i. Kräftige Arme. Willige Kleidung. Machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Das nervt mich. Ich hasse dieses Spiel.
Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Keine Arbeit. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Harpunier. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Schwarzer Peter. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Welche denn? Einen weiteren Drink? Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in a dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Das müsste der Nigel sein. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Sie wissen es, oder? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. And those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Tackerbeutel unterschieben, auf die Toilette gehen. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Tackerbeutel unterschieben. Here it is. Tabak. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Wir hören voneinander. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Patrick Cairns Tabakbeutel, auf jeden Fall da. Also Patrick Cairns hat bestätigt, hat Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Oh, es ist schwierig. Ansonsten haben wir nichts weiter.
es ist schwierig. Mr. Hurtley ist der Täter. Unschuld. Beweis Schuld. Glückswurf und die große Kraft. Aber warum? Ja, Gnade. Moralische Entscheidung bestätigen? Ja, wir gucken einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Bei Devil's Daughter konnte man ja sehen, ob man den richtigen erwischt hat und konnte dann auch noch die verschiedenen anderen Sachen mit durchspielen. Mal gucken, wie die das hier handhaben am nächsten Tag. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Einige Zeit später. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Wir haben es tatsächlich richtig entschieden. Oder? Achtung, Spoilergefahr.
Yay! Yay! Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet, einem Harpunier, und damit der Einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Cornys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Entscheidung bestätigen. Ja, abzuschließen, solange wir richtig sind. Also, Persönlichkeitseinstellung verständnisvoll. Statistik? Oh ja, sehr gerne. Also ich sag mal so, solange wir richtig liegen, würde ich sagen, oder würde ich jetzt nicht unbedingt die anderen Entscheidungen mit zeigen, weil die wären ja dann falsch. Ja gut, dann machen wir fortfahren. Wir haben unseren ersten Fall gelöst und das Rätsel auf den Gleisen, dass bestimmt ein Junge einfach gegen eine Bahnhofsmauer auf dem Gleis 9 3/4 gelaufen ist, einfach verschwunden. Darum geht's bestimmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir den zweiten Fall in Angriff nehmen. Ich bin mal ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.